Das Nash Go 2 ist bei uns schon ein alter Bekannter. Wir haben schon längere Bordlängen von diesem Modell getestet. Jetzt haben wir hier das 5.5er, ein insgesamt doch recht gleichmäßig durchgerockertes Board, ohne Flat, dementsprechend auch auffällig bei der Größe hier 5,5 cm Rocker auf 5,5 ist auf jeden Fall ausgeprägt. Bei den Angleitleistungen bezieht das Go 2 5.5 seine guten Leistungen aus den Abmaßen. Die Breite von 48,5 ist hier natürlich auch in der Größe schon ziemlich breit und sorgt für recht viel Fläche. Unsere Tester haben ein Durchschnittsgewicht hier von 80 bis 90 Kilogramm und da ist selbst die 5.5er Länge völlig in Ordnung. Das Ganze geht hier auf 24 Liter vom Hersteller angegeben. Somit für uns auch eine gute Allround-Größe. Schauen wir im Punkto Anwindverhalten nochmal auf den Shape. Wir haben eine insgesamt etwas breiter geshapte Nose und auch ein etwas breiteres Squash-Tail. Dementsprechend ergibt sich durch die Breite hier ein gar nicht so stark verrundetes Shortboard-Design, sondern ist halt eher ein bisschen gestreckter von der Outline und das merkt man auch bei wirklich exzellenten Anwindeigenschaften. Das Board geht sauber auf dem Rail halt schön weit nach Louvre und es ist wirklich mühelos damit ins Line-Up zurückzukehren. Um das Board gut zu beschleunigen und um auch eine gute Endgeschwindigkeit zu erreichen, muss man einen kleinen Lastwechsel von dem vorderen auf den hinteren Fuß vollziehen, weil die gleichmäßig verrundete Bodenkurve hier keinen wirklichen genauen Punkt hat, wo sie jetzt anfängt wirklich schneller zu laufen. Dementsprechend ist es halt ein dynamischer Vorgang, der lässt sich auch genau wie man es hier sieht, einfach durch das Vorschieben über den hinteren Fuß lässt sich das Board halt gut beschleunigen und dann hat es auch wirklich eine gute Geschwindigkeit. Und die Kombination zwischen der insgesamt etwas flacheren Outline und der gleichmäßig verrundeten Bodenkurve geben auch gleich den Hinweis für das Drehvermögen. Das Board mag es langgezogen, rund ausgesteuert zu werden. Das Ganze ist hier gleichmäßig und harmonisch, auch wenn man schön saubere Bedingungen hat, dann läuft auch das vollere Rail hier sauber und ruhig durch das Wasser. Das ist dann wirklich eine angenehme Geschichte. Klar, wir haben jetzt hier einzelne Komponenten wie diese doch recht stark ausgeprägte Rockerlinie. Da müsste man annehmen, ja, das muss er natürlich auch sehr eng drehen. Das geht, aber man muss es halt insgesamt halt mit doch einem deutlich gesteigerten Kraftaufwand auch übers hintere Bein aussteuern. Und das Ganze geht auch nicht gesnappt, sondern halt einfach nur mit einem kontinuierlich anwachsenden Druck auf dem hinteren Fuß, damit man den vollen Rail auch wirklich mit der notwendigen Führung versehen kann. Dementsprechend fällt die Drehfreude hier in mittleren bis weiten Radien aus. Die notwendige Kraft zum Aussteuern des Boards liegt hier im mittleren Bereich. Nur wenn man enger performen möchte, muss man den Kraftaufwand auch spürbar erhöhen. Und das liegt daran, dass die Kombination aus Outline und Bodenkurve hier immer ein klein wenig gegeneinander arbeitet, gerade auch in den kleinen gesnappten Turns. Die Bodenkurve gibt eigentlich die enge Drehfreude dementsprechend her. Nur die etwas flachere Outline arbeitet dann halt oder steht dem Ganzen halt etwas entgegen. Die bringt dem Board natürlich halt rund ausgesteuert halt Stabilität, aber sie verhindert halt, dass das Board leicht und flüssig und spielerisch dreht. Und schauen wir insgesamt auf die notwendige Belastung beim Aussteuern des Boards, so liegen wir hier gut im mittleren Bereich, also das Board ist schön ausbalanciert bei 50-50 vor vorderem und hinterem Fuß.
Das heißt, es ist in seinem Lieblingsradien sehr einfach zu fahren. Nur wie gesagt, wenn man an die Performance-Grenze hinausgehen möchte, kann man halt wirklich auch bis zu 80% Last auf dem hinteren Fuß geben. Bei gesnappten Turns muss vorne schön entlastet werden, damit der volle Rail nicht hängen bleibt. Aber wenn man hier die Grenze ausloten will von diesem Board, bedarf es schon eines etwas höheren Fahrkönnens. Schauen wir mal auf die bevorzugten Spots, wo das Board sich am besten angefühlt hat. Wenn es etwas größer war von den Wellen und die Bedingungen halt wirklich sauber sind, dann und auch eine gewisse Steilheit vorhanden ist, dann läuft das GoTo 5.5 wirklich sehr, sehr fein und sauber. Der Rail läuft auch ganz rund und butterweich. Kleinen Kabel nimmt er ohne weiteres weg. Nur zu ruppelig oder zu choppy sollte es nicht sein, weil dann halt auch der etwas vollere Rail dann etwas viel Auftrieb liefert. Also schöne gleichmäßige Tage an der Nordsee mag das GoTo sogar noch lieber als die kleine kurze steile Welle in der Ostsee. Oder alternativ, man fährt das Board halt mit Schlaufen und wirklich langgezogen, dem Kite folgend. Dann bietet es halt hier optimale Stabilität. Gerade für denjenigen, der noch nicht so firm ist halt mit dem Directional Waveboard, der wird das Ganze dann hier von der Stabilität und von der Ruhe wirklich sehr gerne mögen. Wie wir schon euch auch in vielen Tests gezeigt haben bei den Directional Waveboards, zählt beim Strapless Freestyle jetzt nicht unbedingt nur ein eckiger Shape, also ein Cut-Off Nose- und Tailboard, ist natürlich halt gut geeignet, aber letztendlich geht es um Fläche und Ausbalanciertheit in der Luft und das bietet halt das Nash GoTo definitiv auch. Wir haben hier, wie gesagt, halt einen ausreichend breiten Nose, wir haben ein insgesamt doch recht breites Brett mit 48,5, sodass leicht der Wind drunter greift. Die Ausbalanciertheit von dem Brett lässt es gut in der Luft kontrollieren und so kommen halt hier wirklich auch ansehnliche Leistungen aus diesem Around Shortboard. Bei der Landung sei der Hinweis noch zu geben, solch ein Konzept landet sich deutlich besser über das Tail. Wir haben hier keine Channels im Unterwasserschiff, die auch wenn man das Board plan landet, den Geradeauslauf gleich wieder herstellen und dem Board Führung bieten. Deshalb ist hier eine Landung über die Finnen auf jeden Fall der sicherere Weg. Vom empfohlenen Körpergewicht sind wir hier bei 75 bis 95 Kilo. Zu leicht sollte man nicht sein, weil es einfach sonst etwas zu physisch werden könnte. Dementsprechend ist die gesamte Palette halt vom GoTo, da gibt es halt noch ein größeres Modell in 5.8 und somit ist das Ganze hier auch für schwerere Fahrer definitiv auch eine echte Empfehlung. Das Board mag insgesamt besonders halt die schön gleichmäßigen Bedingungen, aber sie müssen nicht unbedingt moderat sein. Das Board fühlt sich auch, wenn die Welle glatt ist, auch in höheren Wellen wohl. Wie gesagt, lange Radien sind dann halt flüssig auszusteuern, wenn man es halt nicht übertreiben möchte. Wer es in kleinen Wellen halt auch mal snappig geturnt haben möchte, der braucht halt schon eine sehr gute Technik und halt insgesamt etwas mehr Kraft. Die Gutmütigkeit und Einfachheit des Boards beim Fahren ist das, was es letztendlich ausmacht. Für jeden, der jetzt auch einen Fußwechsel üben möchte, ist es eine feine Sache, weil es halt einfach viel Stabilität bietet. Es ist immer am Laufen, auch kleine Wellen schieben das Board halt mit dieser Rockerlinie schon wirklich sehr gut. Es ist jetzt halt nicht das Board, was den absoluten Topspeed macht. Man kann es zwar kurzfristig beschleunigen, so wie beschrieben, halt über ein von vorne nach hinten Durchschieben des Brettes, um diese durchgerockerte Linie im Unterwasserschiff vollständig für sich nutzen zu können. Aber das verlangt dann auch wieder etwas mehr Fahrkönnen.
Dementsprechend ist die Bandbreite auch des Fahrkönns, die hier benötigt wird, wirklich sehr, sehr groß. Also von einem absoluten Einsteiger im Directional-Bereich, der kann das hier wirklich auch mühelos fahren, das Brett, bis hin zum guten Fahrer, der auch vielleicht den einen oder anderen Strapless Freestyle-Trick machen möchte, ist das hier ein gutes Around-Board, was sehr vielseitig ist. Aber man muss sich halt auf ein paar Kleinigkeiten einfach einstellen. Die Bauweise mit dem Double Bamboo Sandwich hat uns insgesamt gut gefallen, weil trotz einer hohen Druckfestigkeit hier ein nicht zu hohes Boardgewicht zu verzeichnen ist. Nichtsdestotrotz ein paar kleine Dings, also kleine Dellen, hat das Board halt schon beim Strapless Freestyle auch bekommen, weil klar, der Kern gibt natürlich halt irgendwann ein klein wenig nach. Gerade bei harten Landungen kann das halt bei jedem Board dementsprechend passieren. Also wir haben es bei fast jedem Board bislang im Test gehabt. Nichtsdestotrotz kann man hier von einer wirklich absolut grundsoliden Bauweise sprechen. Es gibt hier ansonsten keinerlei Macken oder Beschädigung an dem Board. Auch bei ganz normaler Handhabung und Reisebetrieb hat das Brett hier nichts abbekommen. Und um nochmal aufs mitgelieferte Setup zu kommen, wir haben hier Fin in S-Size. Die haben sich auch bei dem Fahrergewicht oder Fahrergewichten zwischen 80 und 90 Kilo sehr gut geschlagen. Größer braucht man definitiv nicht. Das Board ist dann loose genug. Bei den Pads, wir bevorzugen also wirklich entweder Wachs oder halt ein durchgehendes Fulldeck. Man kann Teile dazwischen natürlich wachsen und auch davor, wie gesagt, ein etwas längeres und noch ein bisschen rutschfesteres Deckpad hätte uns noch ganz gut gefallen. Aber das sind natürlich auch in der Regel persönliche Geschmäcker, die den insgesamt positiven Gesamteindruck des Brettes hier nicht schmälern sollen. Und betrachten wir zu guter Letzt den Verkaufspreis von etwas unter 1000 Euro. So liegt der hier mit seiner Bauweise im guten Durchschnitt.